Moin Moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin die Zementente. Wir spielen Such das Taxi in L.A.Noire. Und leider habe ich immer noch keine Ahnung, wo ich hin muss. Denn ich finde den Union Drive nicht. Und ich hoffe jetzt, dass das nächste Info-Dings mir irgendeine Straße gibt, die ich dann auch finde, dass ich da ungefähr in die richtige Richtung fahre jetzt. Denn im Moment finde ich es sehr schwer, dieses Taxi zu finden. Diese Quest gefällt mir nicht. Scheiße. Hallo, können wir nochmal Info kriegen, wo das Taxi ist? Info, Taxi-Info, bitte. Please, Zentrale. Ja. Ja. Reported at the Turkey Bowl Diner. Last seen turning north on Loma Drive, heading northeast. Loma Drive. Ja, das ist natürlich total dämliches Suchspiel. Wer weiß denn, wo der Loma Drive ist, ey. So gut bin ich nun auch nicht in dem Spiel. Wenn er mir das gar nicht markiert, ist es halt echt ziemlich blöd. Nordosten. Loma Drive. Ja, keine Ahnung. Hier sind haufenweise kleine Straßen, wo wir gar keine Namen haben. Müssen wir da tatsächlich schon mal gewesen sein, damit er das Wort einzeichnet? Keine Ahnung. Hier haben wir ihn, wurde er irgendwann mal gesehen in der Kreuzung Whittler. Da fing er irgendwo an. Ja, nutzt ja nichts. Wir fahren jetzt erstmal weiter, bis wir unten an dem Punkt sind und dann gucken wir mal. Dann drehen wir da unten um. Why won't that little bastard stay still? Ja, sicherlich aus Versehen. Das wäre eigentlich mal die Gelegenheit, um mal seine Sirene wieder auszupacken. Wie ging denn das nochmal? Ah ja, okay. So, fahren wir hier mal wieder hoch. Wir patrouillieren jetzt einfach mal und versuchen dieses Cab zu fangen. Lustige Hetzjagd mit dem Taxi. Ja. Third Street, das müssen wir doch finden können. 5th, 3rd Street, da irgendwo und dann East. 3rd and Whitmer. Halt, Whitmer? Hier ist es dann schon der 4th Place irgendwie. 3rd and Whitmer. Hier gibt es keine Whitmer. Ah, da geht's noch weiter. 3rd String. 3rd irgendwas. Ist das hier dann wieder die 3rd? Das hier ist wieder die 3rd. Da ist die Union Avenue. Ah. 3rd Parkview, Grandview, Coronado, Rampart, Lafayette, Accidental, Reno, Hoover. Alter, das ist so eine super blöde Kack-Quest, ey. Hier wissen wir nicht, wie die ganzen Namen heißen. Fahren wir mal so in diese Richtung. There he goes again. Das ist alles ziemlich blöde hier. Achso, nee, nicht hier, die nächste müssen wir rein. Vielleicht taucht er irgendwann mal auf der... Alter, wie viel Schaden wir an den Autos... Wie viel Schaden wir in dieser Mission allein in Autos gemacht haben. Wir kriegen bestimmt keine 5 Sterne, so viel Schaden, wie wir an Autos fahren. Mann. Aber es ist natürlich auch ein echt. Ja. Mhm. Toll, wo das Café ist, weiß ich natürlich nicht. Tja. Aber Southeast heißt, der kommt uns entgegen. Das heißt, wir fahren einfach mal weiter auf der 3rd. Flunk. Wir fahren einfach mal auf der 3rd und suchen, ob unser Car vielleicht irgendwann auch auftaucht. Vielleicht sehen wir es ja tatsächlich irgendwann zufällig. Fährt uns ja theoretisch bisher auch entgegen. Ach so, darum ist diese... Ah.
Na dann. We'll narrow in on him eventually. 11K. Suspect vehicle sighted at 3rd and Vixel. Repeat. Yellow Cab 3591. 3rd and Vixel. Voll die spannende Folge für euch. Ich gucke die ganze Zeit nämlich nur auf die Karte. Hier stehen keine Namen dran. Lucas. Kein Straßennamen dran. Union, Western Alvarado. Irgendwas mit Parkview, Coronado Street, Rampart, Lafayette, Occidental, Entschuldigung, Reno. Wir suchen Bixel. Bixel sehe ich hier nirgendwo. Wir fahren die 3rd Street einfach mal weiter. Bixel sehe ich nämlich nirgendwo. Vielleicht ist es eine der Straßen, die hier an den Seiten lang führt, die keinen Namen hat. Weiß man ja nicht. Da muss ich hier ein Stück abbiegen, damit ich in die 3rd wieder reinfahre, ne? Huch. Hier. Guck mal, hier die Querstraße zum Beispiel hat keinen Namen. Auch nicht, wenn ich näher ranzoome. Das ist aber hier die 3rd Street, ne? Wo ich jetzt lang fahre. Ja, okay. 3591, that's him there, Phelps. Was, wie, wo? Hab ich? Was jetzt? Wo? Ich sehe ihn gar nicht. Ah, auf der anderen Seite. Der ist an uns vorbeigefahren. Entschuldigung. Alarm an und wo jetzt? Da? Der da abbiegt? Ah ja. Halt an. Alter, was eine Scheißquest. LAPD, we're investigating a murder. What's that got to do with me? The fare you picked up from Baron's bar last night. What was the woman wearing? It was a green dress. Oh, don't tell me something's happened to her. Tell me about her. She was with this sailor, and he was all over her. She wasn't having any of it. Said she just wanted to dance. But he had that look in his eye. Where did you drop them off? It's at the Crystal Ballroom. What time? After midnight. 12:30? Something like that. Thanks. You've been a big help. Well, that's gonna ruin my day. Das hat sich jetzt ja voll gelohnt. Können wir irgendwie diesen Sailor mal kriegen? Ich hätte da Bock drauf. Gut, im Moment haben wir nur das Zentralrevier offen, dann gehen wir da doch hin. Was machen wir eigentlich am Zentralrevier gerade? Ich hab's schon wieder vergessen vor lauter Taxistress. Denn der Taxistress, der ging mir auf den Senkel. Going this way. Wo müssen wir hin? Ich bin gerade verwirrt. Müssen wir hier in den Interviewroom? Achso, Press Office. Ich dachte, das wäre das Interviewroom. Hilfe! Ich komme auf diesem Revier immer noch nicht klar. Ich verlaufe mich da immer. Müssen wir hier hin? Nee. Wo müssen wir hin, Rusty? Was machen wir hier? Interview Room 1? Hier? Ah, guck. Ackerman, you were in the Marines. How do you know? The Corps selected big guys for flamethrower duty. That's how you got the burns. Life expectancy was 5 minutes for a guy in flamethrower detail. What kind of a government puts weight like that on a man's shoulders? You'll get no argument from me. It was a heavy load. You feeling sorry for this smelly fuck? Geht so. Hast du ein Motiv? Why did you kill Mrs. Terrelson? I have no recollection of the people I have killed. Wir haben doch sogar noch das Seil und die Geldbörse gefunden, oder? You strangled Mrs. Terrelson with a length of rope. I'm not denying anything. You have to have proof, lackey.
Ja, hier, das Seil. Ist das nicht Proof genug? Das ist ein ziemlich guter Proof. We found a matching piece of rope in your lean-to. I think we'll find the blood will match too. I own no property. How could it belong to me? Oh, fassen. A bus driver dropped Mrs. Terrelson near your camp around 2 a.m. Why did you take her up to the hill? Which hill? I have many places. I go where I please. Du guckst anders als gerade eben, wo ich Lüge gesagt habe. Die Wahrheit sagst du aber auch nicht. Aber ich habe auch keinen sinnvollen Beweis, oder? Kann ich bei Bewegungen des Opfers irgendwas mitmachen? Nee, ich glaube, das muss ich anzweifeln, oder? You are clearly insane, Ackerman. The state of California does not execute mental patients. I don't know the names of the women I've killed, but I've killed many of them. Their necks are so fragile. Stuart Ackerman, I am charging you with the murder of Teresa Terrelson. A man down on his luck I can abide. But a filthy red who chooses to live outside the rules of society I cannot stomach. Maybe poor Teresa Tarleton will provide the catalyst we need. I've spoken to the chief and the mayor, and I think it's time we send some men in to remove the godless and send them on their way over the county line. A grand day that will be, gentlemen. And a grand result you have brought me. You two are fast becoming my finest crusaders. Wir geben uns Mühe. Ich finde es komisch, dass wir den verdingsen konnten, obwohl wir noch nicht mal den Sailor gefunden haben. Fahrzeugschaden 737. Aber 5 Sterne. Mensch. Der Busfahrer, der Teresa in den Tod führt, könnte möglicherweise aussagen wollen. Der Busfahrer? Ja, gut. So weit sind wir ja nicht gekommen. Wir gucken gemeinsam nochmal das Intro zum nächsten Fall an. Wir werden es aber doppelt sehen, denn ich werde nach dieser Folge wieder einen Aufnahmeschnitt-Cut, also eine Aufnahmesession beenden. Wir gucken uns gemeinsam nochmal das Intro zum nächsten Fall an und da treffen wir uns dann bei der nächsten Aufnahmesession auch wieder. Aber erstmal Cutscenes. And now my heart's a blazing ruin. You say that you were only fooling. Don't walk away. Don't do me wrong. Don't leave me singing this torched song when I'm burning. Der Mord der Sekretärin. Ich weiß noch nicht ganz, was mir diese Cutscene sagen soll. Und die sollte da, wo sie langläuft, nicht langlaufen. Of course we will look into it. Yes, I'm aware that it's an election year. Keep a hold of your hat, Counselor. Now is not the time to lose your nerve. It would appear that someone has hocked a rose gold wedding ring and matching engagement ring. Sound familiar? Deirdre Muller. Press the pawnbroker and see what you can find out. The address is 348 South Main Street. The Muller case goes before the grand jury next week, and the DA does not want any egg on his face. Then get out to the railroad depot on Santa Fe Avenue. We have another poor unfortunate found this morning beside a railroad line.
40-year-old white woman. Right, Skipper. Das ist ja alles extrem verwirrend. Die Moller haben wir doch eigentlich den Täter wirklich gefunden, oder? Another body and Deirdre Muller's ring. The Emperor may soon have to come to terms with the fact that he's wearing no clothes. What exactly did you get that book of riddles shoved up your ass, Phelps? Is that what your old man paid college tuition for? Das wissen wir nicht, Rusty, aber wir werden in der nächsten Folge weiter drüber nachdenken. Liebe Leute, ich bin die Zementente. Ich hoffe, L.A.Noire macht euch genauso viel Freude wie mir. Und wir sehen uns beim nächsten Mal gemeinsam wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und sage ciao, ciao.